Hallo liebe Weltraumflugbegleiter, als ich jung war, gab es sowas wie Instagram, Facebook, Google Fotos oder ähnliches natürlich noch nicht. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr selber eure eigene Fotoverwaltung bei euch zu Hause hosten könnt. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, damals gab es sowas wie die Fotobücher, die Freundebücher, die sahen so aus. Ich habe mich da immer mega drauf gefreut, unter anderem, weil die halt diese schönen Pferdemotive hatten. Hier konntet ihr dann ein Foto einkleben und so allerlei über euch erzählen. Sowas Ähnliches haben wir auch mal von der Free Software Foundation digital als Webseite zusammengebastelt. Das gibt es heute leider nicht mehr online, ihr könnt das aber selber mal angucken, und zwar gibt es das hier auf der Webseite notabug.org und dann könnt ihr hier auf Erkunden und sucht einfach mal nach Fotobuch. Und dann ist das hier das Projekt von mir, FSFE ZH für Zürich Fotobuch, und hier könnt ihr das dann auch runterladen. Entweder hier über diesen Download-Button oder ihr kopiert euch die URL und clont euch das dann hier mit Git. Ich habe hier im Verzeichnis Git clone und dann paste ich hier diese URL rein. Und im Hintergrund klont er jetzt schon dieses Fotobuch. Das zeige ich euch gleich mal, aber heute wollen wir ja eigentlich eine Fotoverwaltung installieren. Und diese Fotoverwaltung, die nennt sich Immich und die zeige ich euch gleich mal ganz genau im Detail. Wie üblich werden wir das Ganze dann in Docker installieren mit Docker Compose, denn dann ist es wirklich nachhaltig und wir haben unser System voll unter Kontrolle. Als Basis nutze ich wie üblich meine eigene Linux-Distribution. Die findest du hier auf der Webseite spacefun.ch. Ich nutze für Server üblicherweise die Variante TuxWiz in der Stable Edition. Die könnt ihr dann hier runterladen, sobald ihr ein Ticket bezogen habt. Und die eignet sich wirklich sehr, sehr gut. Diese Variante basiert auf Debian Stable und ist sehr leichtgewichtig, hat aber trotzdem immer noch einen Window Manager dabei, nämlich IceVM. Du kannst also auch eine grafische Oberfläche damit nutzen. Ich baue meine Self-Hosting-Projekte in der Regel mit VirtualBox. Du kannst natürlich auch sowas wie KVM, QEMU oder etwas Ähnliches nutzen. Einige von euch verwenden sogar Proxmox. Das ist natürlich dann wirklich das Riesenteil, da könnt ihr auch mitarbeiten, das ist auch eine super Lösung. Ich verwende hier VirtualBox. Wenn du VirtualBox nutzt, stelle sicher, dass du in der VM, in den Netzwerkeinstellungen, den Bridged-Modus eingestellt hast, denn nur so bekommt er tatsächlich auch eine IP-Adresse aus deinem lokalen Netzwerk zugeteilt. Er hat hier im Hintergrund dieses Git-Repository schon geklont und ich kann da mal kurz reinschauen. Ich möchte euch das trotzdem noch mal ganz kurz zeigen. Hier gibt es dann diese Index.html, die öffnet er mir hier einfach dann im Browser. Und hier ist unser freies Software-Fotobuch, in dem ich Freunde von mir eingeladen habe, sich wirklich hier mal abzubilden und ein bisschen über sich zu erzählen. Die Anmeldung funktioniert natürlich nur, wenn das Ganze auf dem Webserver läuft mit PHP-Mail. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Und da sind dann hier die Freunde von mir auch abgebildet und die haben dann immer auch ein bisschen über sich selbst erzählt, ihre Lieblingsprojekte, was sie sind, so begeistert an freier Software, und das finde ich wirklich eine ganz tolle Sache. Elias ist leider mittlerweile verstorben, ein sehr guter Freund von mir. Er hat sich hier im Fotobuch aber auch noch wirklich verewigt. Ihr könnt hier oben auch die User dann, also die Freunde hier auswählen, und ihr könnt das natürlich auch selber erweitern und auch für euch gestalten. Das Ganze ist natürlich dokumentiert und so könnt ihr euer eigenes freies Software-Fotobuch mit euren Freunden zusammen gestalten. Oder ihr committet das dann hier in das Git und wir freuen uns natürlich auch über weitere Einträge hier im Fotobuch. So viel dazu. Ich möchte jetzt hier einmal umschalten auf meine TuxWiz VM. Das ist jetzt hier mein SpaceFun-System mit LXQT. Ich schalte hier mal um und hier habe ich jetzt schon meinen TuxWiz vorliegen. Das Ganze hat der Lars Müller mal auf unserer Webseite gnulinux.ch ganz gut dokumentiert. Da gibt es hier eine Dokumentation zu Immich. Und die werden wir zum Teil auch nutzen. Ich orientiere mich aber üblicherweise erst einmal an der Upstream-Dokumentation, also an dem, was das Projekt tatsächlich da auch beschreibt. Und das findet ihr auch hier am Ende, die offizielle Dokumentation, und die öffne ich als allererstes mal. Hier wird sogar empfohlen, Docker Compose zu verwenden.
Als Voraussetzung, wie üblich, müsst ihr eine Dynn-DNS-Adresse haben, dann müsst ihr in eurem Router den Port HTTP, also Port 80 und HTTPS forwarden auf eure virtuelle Maschine. Die IP-Adresse eurer virtuellen Maschine könnt ihr zum Beispiel mit dem Befehl IPAS rausfinden. Das wäre jetzt diese hier. Und darauf müsst ihr dann den Traffic forwarden. Das habe ich in einigen anderen Videos schon im Detail erklärt. Schaut da wirklich nochmal rein, falls ihr euch unsicher seid oder fragt mich einfach. Hier ist jetzt also die Variante mit Docker Compose. Ich brauche natürlich als erstes mal Docker. Das ist hier noch nicht installiert. Also ich sage jetzt mal sudo apt install Docker. Das ist jetzt halt hier ein Debian-System. Das sollte in den Repos drin sein. Das heißt aber nicht Docker. apt-cache search docker und dann sehe ich alle Pakete, die halt Docker enthalten, und ich könnte da sogar auch nochmal hier so ein Dachzeichen vorne angeben, dann zeigt er mir wirklich nur die Pakete an, die Docker am Anfang haben, also dieses Dachzeichen, da muss man danach immer noch Space drücken und dann findet er, oder hier diese Docker-Pakete, die Docker tatsächlich hier enthalten. Und das Wichtige ist hier dieses Paket docker.io und das installiere ich jetzt mal, docker.io, und jetzt wird hier Docker im Hintergrund schon installiert. Docker hat üblicherweise auch immer eine Gruppe, eine Docker-Gruppe, und ich möchte diese Software im User-Kontext ausführen, nicht als Root-Benutzer, als mein User. Mein User heißt hier Tux in diesem Fall. Und deswegen muss ich diesen User dann noch dieser Docker-Gruppe hinzufügen und mich einmal ab und wieder anmelden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dazu mache ich dann gleich einfach mal ein User-Mod, also sudo user-mod-a-G, dann den Gruppennamen und meinen User Tux. Und jetzt ist der User Tux da schon drin. Jetzt melde ich mich einmal ab. Und dann melde ich mich gleich wieder an. Und dann sollte das auch schon passiert sein. Das kann ich jetzt noch prüfen mit ID und dann sollte ich hier auch diese Docker-Gruppe dann tatsächlich hier sehen. Da ist sie. Jetzt öffne ich nochmal die Webseite mit der Dokumentation, damit wir uns dann da auch durchhangeln können. Also hier war die Dokumentation von Immich. Ich sage jetzt hier trotzdem nochmal, ich öffne auch die Webseite von gnulinux.ch mit dem Artikel von Lars Müller. Dann können wir uns das gleich auch nochmal angucken. Also hier sagt er mir jetzt als erstes, ich sollte erstmal die benötigten Dateien herunterladen. Er empfiehlt jetzt hier zum Beispiel ein Verzeichnis Immich-App zu erstellen in dem Ordner, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin jetzt hier in meinem Home-Verzeichnis, das kann ich prüfen mit pwd. Das mache ich jetzt mal mkdir.immich-app erstellt das Verzeichnis genau dort, wo ich mich jetzt befinde. Jetzt sage ich einfach nur mal ls und da sehe ich das schon, dass das Verzeichnis hier erstellt wurde. Da gehe ich jetzt mal rein und dann empfiehlt er mir jetzt hier diese Docker Compose Datei, die es im Projekt gibt, einfach mal herunterzuladen. Das kann man hier markieren oder hier über diesen Button Copy kopieren und damit Ctrl-Shift-V im Terminal einfügen. Jetzt sollte hier diese Docker Compose Datei jetzt schon heruntergeladen haben, das hat er hier gemacht. Ich brauche aber auch dieses .env-File. In diesem .env-File werden dann meine Konfigurationen definiert, da werde ich wahrscheinlich gleich auch noch ein paar Änderungen dran vornehmen müssen. Das habe ich jetzt mal heruntergeladen, da ist dieses .env-File. So, das hat er jetzt gemacht. Populate the .env-File, the .env-File with custom values. Das müssen wir jetzt hier definieren, da müssen wir schauen, was wir da einstellen müssen. db Database Name und er sagt hier Upload Location, db Passwort, das denke ich, sollten wir mal machen. Da empfiehlt er hier das Utility pwgen, das nutze ich auch sehr gerne. Pwgen haben wir jetzt hier noch nicht drauf, sudo apt install pwgen. Da muss ich mein Passwort einmal eingeben. Pwgen ist ein Passwortgenerator für die Kommandozeile. pwgen, und dann kann ich zum Beispiel angeben -n, -y12 oder sowas. Da könnt ihr euch auch die Parameter mal einfach ausgeben lassen. Wenn ihr da jetzt -help angibt, dann seht ihr hier zum Beispiel, was es da alles für mögliche Parameter gibt. Also Symbols, -y ist zum Beispiel Symbols.
und -n ist auch Numbers, also Nummern. Und so könnt ihr halt euer Passwort zusammenbauen. Ich sage jetzt hier mal, ich nehme jetzt mal das hier oder ich nehme mal das hier. Das kopiere ich mir mal und bearbeite jetzt diese .env-Datei mit nano.env. Und da gibt es eben dann den Database Username, Database Passwort. Und dieses Passwort, das solltet ihr wirklich ändern. Das solltet ihr hier nicht auf Postgres stehen lassen. Da solltet ihr wirklich ein eigenes Passwort definieren. Das können wir jetzt mit Ctrl-O wirklich wegschreiben und mit Ctrl-X den Nano wieder beenden. Das ist jetzt also vorkonfiguriert und wir könnten jetzt schon mal anfangen, diese Container zu starten und schauen mal, ob das System tatsächlich so einfach schon funktionieren würde. Dazu nutze ich Docker Compose. Das ist jetzt hier unter Debian wahrscheinlich immer noch nicht der Fall. Apt Cache Search Docker-Compose. Ja, das ist separat gehalten. Sudo apt install Docker-Compose. Bei neueren Docker-Versionen ist Docker Compose bereits Bestandteil von Docker. Dann macht ihr einfach Docker Leerzeichen Compose. Unter so einem Debian-System ist das noch separat gehalten. Dann müsstet ihr dann Docker-Compose installieren und dann wird das dann auch mit Docker-Compose aufgerufen, wie das hier steht. Also da müsst ihr dann wirklich ein bisschen aufpassen. Entweder Docker Leerzeichen Compose oder Docker-Compose hier in das System. Ihr könnt auch die offiziellen Docker-Pakete von Docker Hub installieren, dann ist es Docker Leerzeichen Compose. Im Prinzip ist es das Gleiche, da müsst ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Dann ist er jetzt halt hier fertig, das sagt er hier, glaube ich, sogar. Und dann müsste man noch die Post-Installation Steps eben durchlesen. Da sollte man dann nachher hier auf die Webseite zugreifen können. Das können wir dann nachher mal probieren, ob das tatsächlich schon funktionieren würde. Da müsste ich dann hier den Port mit angeben. Die Applikation läuft standardmäßig auf diesem Port 2283. Dieser Port ist aus dem Internet natürlich so nicht erreichbar, denn wir möchten das Ganze natürlich über HTTPS 80, HTTP und HTTPS 80 und 443 erreichbar machen, nicht über diesen 2283 Port. Das wollen wir natürlich nicht. Emich ist auch relativ groß, also das dauert jetzt ein bisschen, bis er hier diese ganzen Container gepullt hat und dann nachher auch gestartet hat. Das ist wirklich ganz normal. Wir schauen derweil schon mal in den Router rein, 192.168.1.1 ist das bei mir. Das kann aber bei dir auch irgendeine andere IP-Adresse sein. Wenn du nicht weißt, welche IP-Adresse dein Router hat, dann kannst du das auch prüfen mit IP-RS, IP-Root Show. Bei dem IP-Kommando kannst du immer, wenn das eindeutig ist, einfach nur den Buchstaben angeben. Also IP-RS ist das gleiche wie IP-Root Show. IP-Root Show ist genau das gleiche. Und hier siehst du dann immer Default via und das ist der Default, sogenannte Default Gateway. Das heißt, wenn ein Paket nicht zugestellt werden kann, also ein Netzwerkpaket, das ist ganz ähnlich wie mit der Post, dann wird es an diese Versandzentrale geschickt und von dort aus dann weiterverteilt, in dem Fall ins Internet. Und das ist halt dieser Default Gateway, mein Router 192.168.1. Das ist also der hier. Meistens haben die kein gültiges Zertifikat, weil es natürlich eine interne Geschichte ist. Da müsst ihr dann eben eine Ausnahme definieren, um darauf zuzugreifen. Viele Anbieter machen auch so ein Dummy MDNS, also Avahi MDNS Alias. Dann könnt ihr auch zum Beispiel über sowas wie Yallo.box oder Fritz.box auf den Router zugreifen. Das ist auch oft möglich. Schaue ich mal, ob ich darauf komme. Da lässt er mich jetzt schon rein. Dann gucke ich hier unter den Netzwerkeinstellungen NAT mal kurz nach, was denn da jetzt schon hinterlegt ist. Da ist jetzt schon Port 80 und 443 auf meine IP-Adresse. Die haben wir eben geprüft mit dem Kommando IPAS, IP Address Show. Hier bei meinem Netzwerkinterface 192.168.1.140 ist hier richtig angegeben für HTTP und HTTPS. Das sollte also auch schon klappen.
Jetzt schauen wir mal, wie weit die Applikation hier im Hintergrund schon ist. Ja, da hat er jetzt No Space Left on Device. Da haben wir jetzt die Platte voll. Da reicht ihm tatsächlich jetzt der Speicherplatz nicht aus. Also du musst halt wirklich schauen, dass du da ausreichend Speicherplatz hast. Ich schaue mal, dass ich hier den Speicher kurz etwas erweitere. Dazu habe ich euch ja auch schon ein Video gemacht und bin gleich wieder bei dir. Ich konnte in der Zwischenzeit die Virtual Disk erfolgreich vergrößern und jetzt ist die Applikation tatsächlich auch bereits gestartet. Prüfen kann ich das auch mit Docker PS und da sehe ich hier meine Container mit den veröffentlichten Ports. Das wäre hier 2283. Und wenn ich das Ganze jetzt mal hier im Browser eingebe, HTTP ist das jetzt natürlich noch localhost 2283, dann öffnet sich hier an der Stelle auch schon der Willkommensassistent und ich kann hier die Konfiguration vornehmen. Da muss ich als erstes mal eine E-Mail-Adresse angeben, astronaut@spacefun.ch, dann noch ein Passwort und das Ganze dann nochmal bestätigen und noch einen Namen Astronaut und dann kann ich mich hier auch schon bereits registrieren. Jetzt hat er das hier schon eingegeben, astronaut@spacefun.ch, mein Passwort und dann kann ich mich hier schon an dieser App anmelden. Hier kann ich dann noch einige Einstellungen vornehmen, zum Beispiel welche Theme ich haben will, ob ich hell oder dunkel haben möchte, noch einige Privatsphäre-Einstellungen, dann die Speichervorlage und hier auf Fertig klicken. Und hier kann ich jetzt tatsächlich auch schon meine Fotos hochladen und dort in dieser App meine kompletten Fotos verwalten, teilen, mit Freunden, Fotobücher anlegen und. Ich möchte, dass das Ganze jetzt aber natürlich über meine Dyn-DNS-Adresse erreichbar ist, über das Internet. Meine Dyn-DNS-Adresse, die heißt tuxwiz.mu.com und dazu muss ich als allererstes dann mal auch ein Zertifikat beziehen. Ich nutze jetzt hier als Proxy direkt den Nginx. Nginx ist eigentlich ein Webserver, der auch als Proxy genutzt werden kann und den muss ich dazu als erstes mal installieren. Sudo apt install Nginx und das Zertifikat beziehen wir dann mit dem Certbot. Das machen wir so, wie es jetzt hier in der Anleitung vom Lars auch beschrieben ist, Nginx auf dem Host einrichten und wir probieren das Ganze mal, ob das auch so funktioniert. Also jetzt suchen wir erst noch Certbot, apt-cache search Certbot, bei dem brauchen wir natürlich auch Certbot sudo apt install Certbot und dann nehmen wir gleich auch noch dieses Python 3 Certbot Nginx dazu. Dann haben wir auch die entsprechende Konfiguration für den Nginx dann auch direkt da drin. Und hier hat er uns sogar auch schon eine Beispielkonfiguration erstellt, die wir nachher dann einfach so nutzen können. Da müssen wir natürlich einige Anpassungen vornehmen. Er verwendet jetzt hier Certbot Cert-Only, dann gäbe es eigentlich noch dieses Nginx Plugin. Das kann dann für dich deine Konfiguration im Nginx vornehmen. Das brauchen wir eigentlich hier an der Stelle nicht. Wir können es trotzdem einmal ausprobieren. Wir sagen einfach mal Certbot Cert-Only, dann --Nginx, dann -d für die Domain. Das wäre jetzt in meinem Fall tuxwiz.mu.com. und schauen mal, ob er uns denn hier ein Zertifikat beziehen kann. Das Ganze muss natürlich als root gemacht werden, also sudo davor. Und hier könnte ich jetzt noch eine E-Mail-Adresse angeben, astronaut@spacefun.ch für Emergency-Fälle. Da stimme ich den Terms of Usage zu. Dann kann ich hier noch sagen, ob ich Informationen teilen möchte. Da sage ich jetzt mal Nein. Und jetzt versucht er hier bereits schon ein Zertifikat für mich zu beziehen im Hintergrund. Die Nginx-Konfiguration, die müssen wir natürlich dann auch gleich noch erstellen. Hier hat er was gemacht und da sehe ich auch schon die Pfade. Die brauchen wir gleich hier. Das sind diese beiden Pfade. Die können wir dann nutzen und in der Konfiguration angeben.
Ich gebe jetzt hier mal sudo bash ein, damit ich eine Root-Konsole habe und die Konfiguration direkt als Root-Benutzer ausführen kann. Und dazu gehe ich dann in das Verzeichnis etc Nginx. Im etc Nginx gibt es dann sozusagen ein Sites Available und Sites Enabled. Sites Available sind die Seiten, die verfügbar sind, und Sites Enabled sind die Seiten, die aktiv sind. Also üblicherweise müsste man dann hier unter Sites Available die Site erstellen und die dann enablen, und dann kann man in Sites Enabled reingehen und dort macht er dann einen Symlink. Das seht ihr jetzt hier auch. Default ist enabled. Das könnte ich jetzt mal auch disablen. Dazu könnte ich jetzt einfach den Link dann nachher entfernen. Da gibt es auch ein Kommando dazu, das könnt ihr auch ganz einfach machen. Ich gehe jetzt mal in Sites Available und mache jetzt eine neue Konfiguration, so wie hier beschrieben. Da kopiere ich jetzt den ganzen Inhalt und wir schauen uns das gleich mal gemeinsam an, worum es denn da genau im Detail geht. Diese Beispielkonfiguration wird auch so vom Projekt angeboten. Und ich sage jetzt hier mal als Name zum Beispiel Sites Available VI und nenne das Ganze jetzt mal tuxwiz.mu.com. Das Ganze könnte man auch noch .conf nennen. Hier sagt er zum Beispiel, er lauscht auf Port 80 und dann müsste ich hier meinen Server-Name noch angeben. Der heißt jetzt hier natürlich tuxwiz.mu.com. Und hier unten auch. Servername. .mu.com. Und hier sind jetzt diese Zertifikatspfade, die hat er uns ja hier ausgegeben. Certificate is saved at. Und das ist die Full Chain, die brauchen wir als erstes hier, die ist hier angegeben. Denkt immer daran, dass beim Nginx die Konfigurationszeilen immer mit einem Semikolon abgeschlossen sein müssen, sonst kommt er damit nicht klar. Und hier unten ist dann der Key, da kann ich jetzt auch nochmal den Key hier anpassen. So, und das sind jetzt halt SSL-Optionen, die wahrscheinlich durch das Certbot-Modul hinzugefügt werden oder in der Standardkonfiguration so angegeben worden sind. Hier sagt er dann jetzt den Proxy-Path, also er leitet alle Verbindungen dann eben bei uns auf Localhost auf 2283 weiter. Das ist ja quasi sozusagen da, wo die Applikation drauf läuft. Da sind wir ja eben auch gewesen. Da konnten wir ja schon drauf zugreifen. Speichere ich das mal, gehe ich mal in Sites Enabled und sage jetzt mal ln-s und dann das Ziel tuxwiz.mu und dann sage ich hier entweder Punkt oder auch tuxwiz.mu.com. Und jetzt sollte er hier diesen Symlink angelegt haben. Den Default anlinke ich jetzt mit dem Befehl unlink. Da gibt es aber auch, wie gesagt, Helferlein für, da müsst ihr jetzt nicht mit ln und so arbeiten. Ich mache das einfach, weil ich dann ganz genau weiß, was er da macht. Und jetzt versuchen wir doch schon mal den Nginx zu starten. Systemctl Start Nginx. Schauen wir mal. Der Dienst so heißt, ja, der Dienst heißt so. Und er scheint hier auch was gestartet zu haben. Ich könnte jetzt auch mit netstat wieder prüfen, netstat-antp, ob da jetzt schon irgendwas läuft. Ja, hier läuft was auf Port 80 und da sagt er jetzt auch hier schon, das ist der Nginx Master. Den hat er aber vorhin schon gestartet, das heißt, das ist immer noch die Standardkonfiguration. Ich muss also sagen, systemctl restart Nginx. Jetzt sage ich nochmal Status. Okay, da hatte jetzt hier noch ein paar Anmerkungen. Die wäre deprecated, aber scheinbar ist das trotzdem okay. Und jetzt hat er hier auch auf Port 443 was laufen. Jetzt versuche ich doch gleich mal über tuxwiz.mu.com aus dem Internet sozusagen auf meine Installation zuzugreifen und ihr seht, es hat funktioniert. Ich bin hier wirklich auch mit Let's Encrypt unterwegs und kann mich dann auch hier wieder ganz normal mit meiner E-Mail-Adresse astronaut@spacefun
spacefarm.ch und dem von mir vergebenen Passwort an meiner Image-Instanz anmelden. Und so habt ihr ganz einfach eure eigene Fotoverwaltung hier bei euch im Self-Hosting, direkt bei euch in eurem Heimnetzwerk installiert. Falls ihr da mal irgendwo nicht weiterkommen solltet, dann könnt ihr ganz einfach bei uns in der Community nachfragen, natürlich auch in den Kommentaren hier unter dem Video, aber ansonsten am besten unter spacefarm.ch auf Community klicken und dann kannst du hier den QR-Code scannen, dann bist du direkt im Telegram mit dabei oder über XMPP und neu auch über Deltachat. Darüber sind wir jetzt erreichbar. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch, dein Feedback und deine Erfahrung. Bis bald und tschüss.